Amen. Amen. It's been about 4 months since I've seen many of you. Es waren jetzt ungefähr 4 Monate, seitdem ich euch hier gesehen habe. And 4 months is a very short time. Und 4 Monate sind nur eine sehr kurze Zeit. Yet so many things have happened in these last 4 months. Und dennoch sind so viele Dinge in diesen 4 Monaten passiert. What I find interesting Was ich interessant finde, is that the midnight cry message dass die Mitternachtsrufbotschaft really came to its culmination, its completion in August this year. kam eigentlich zu ihrem Höhepunkt oder auch Abschluss hier im August dieses Jahres. Once it had done its work, Nachdem es sein Werk getan hatte, we were going to move to this dispensation of harvest, wollten wir zu dieser Dispensation der Ernte einkehren, regroup, neu uns gruppieren take a breath und ein bisschen auch durchschnaufen, in preparation for Panium. um uns dann auf Panium vorzubereiten. And I wasn't expecting a lot of information to come to light over the next 18 months or so. Ich habe nicht erwartet, dass in den nächsten 18 Monaten viel Licht kommen würde. I thought this time period would be one of review, Ich dachte, dass diese Zeitperiode eine Zeit wäre, wo man die Dinge nochmal betrachtet. in many ways that has and is being fulfilled. In vieler Art und Weise wird das auch erfüllt. And yet, because of the many questions that people still have, Und jedoch mit den vielen Fragen, die so viele Leute haben, our understanding of these reform lines continues to be refined. wird unser Verständnis über die Reformlinien dennoch noch weiter verfeinert. So, this week, Diese Woche we want to spend some time reviewing material wollen wir eine gewisse Zeit verwenden, um Material nochmal zu betrachten. and hopefully clarifying questions or concerns that you may have. Und ich hoffe, dass dadurch Fragen oder Sorge, die ihr habt, dass die dadurch beantwortet werden und gelöst werden. So we're going to spend this week basically reviewing and refining our understanding of things. Also diese Woche werden wir nochmal eine Wiederholung machen und werden unser Verständnis verfeinern. So the presentations may seem a little disjointed, Die Präsentationen mögen nicht aufeinanderfolgend scheinen, also von der Thematik her. at least until the summer. Bis zum Sommer zumindest This probably will be the last time that we meet together. ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir uns bis dahin treffen. And I don't know Und ich weiß nicht, when the increase of knowledge is going to occur for this dispensation. wann die Zunahme der Erkenntnis für diese Dispensation, in der wir uns befinden, wann diese passieren wird. I'm not quite sure it will look like, Ich bin mir auch nicht sicher, wie das ausschauen wird, but it may happen before we get together. aber es mag passieren, bevor wir uns wiedersehen. So it's really important that each of us try to have our questions answered and that we're clear on our position. Also ist es wichtig, dass alle unsere Fragen beantwortet werden und dass wir auch eine klare Position einnehmen. Having said that, Indem wir das gesagt haben, neither I nor Elder Test have the answers for all of the questions that you may have. so haben Edison Tess und auch ich selber nicht all die Antworten für alle Fragen, die jemand hat vielleicht. So it's really an exercise of coming to a common understanding. Also es ist eigentlich wirklich eine Übung, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Now, I'm sure you're all aware, Und ich bin mir sicher, dass ihr alle damit vertraut seid. it's really unavoidable, Es ist eigentlich unauslassbar, that not only has there been a separation es ist unausweisbar zu sehen, dass es da nicht nur eine Trennung gab, that began in September this year, die im September dieses Jahres anfing, but those brethren who have left sondern auch die Gebrüder, die gegangen sind, are prosecuting a war against us, the like of which we've never seen before. tun hier einen Kampf führen in einer Art und Weise, den wir zuvor noch nicht gesehen haben.
Perhaps some of you may have thought that these people would just fade away. Manche von euch haben vielleicht nur gedacht, dass diese Menschen einfach nur so dahin schwinden werden. Come November the 9th, they would just fade into history and we'd be on our own. Am 9. November, der würde kommen und dann würden sie so einfach in der Geschichte verschwinden und ja, wir würden weitergehen. It's clear that that is not happening. Aber es ist deutlich, dass dies nicht passiert. In fact, Future for America and its followers are really going from strength to strength at the moment. Es ist sogar, dass Future for America und ihre Nachfolger immer stärker und stärker werden. Besides all the name calling that they are inclined to do, Und diese ganze Namensnennung oder diese Dinge, Leute, die sie bei Namen nennen, there are theological positions that they hold to that people have questions on. da gibt es noch 3 weitere logische Positionen, die sie einnehmen, wo Leute Fragen drüber haben. Once again, they don't have all the answers to them, but if you do have questions, please ask them. Wiederholt gesagt, ich habe nicht alle Antworten auf jede Frage, aber wenn ihr Fragen habt, dann bitte stellt sie. Is that the Q&A box? Ja. So we have a question and answer box just over here. Hier gibt es eine Box, wo man seine Fragen und Antworten reinschmeißen kann. We don't have regular question and answer sessions scheduled this week. Diese Woche haben wir keine Fragen- und Antwortenstunden regulär auf dem Stundenplan. But if you do have questions, put them in the box and I'll try to answer them as we go through the presentations. Aber wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie auf und tut sie in diese Box rein und während wir dann durch das Seminar durchgehen, versuche ich sie zwischendrin zu beantworten. Yeah. Today's the official beginning of this camp, Heute ist der offizielle Anfang dieses Seminars, but some of us arrived earlier this week. aber manche kamen schon verfrüht diese Woche. And yesterday, it being Sabbath, Gestern war Sabbat, we obviously had worship together. da haben wir zusammen Andacht gehabt. But that worship really turned into 2 important studies. Aber diese Andacht ging daraus hinaus, dass es eigentlich 2 wichtige Präsentationen waren. At least I think they're important. Oder zumindest habe ich gedacht, dass sie wichtig sind. And they're pertinent to what's happening today in our movement. Und sie sprechen das an, was in dieser Bewegung jetzt stattfindet. So I want to do a quick review Also möchte ich, of what we studied yesterday. eine schnelle Wiederholung von dem machen, was wir gestern gemacht haben. It was recorded, so it'll go online. Es wurde aufgenommen, das heißt, es wird hochgeladen werden. But I think it's worthwhile addressing or discussing those topics at the beginning of this camp. Aber ich denke, es ist wert, dass wir diese Thematiken am Anfang des Seminars hier betrachten. The material was on the board, but it got erased, and I apologize for that. Das Material war auf die Tafel geschrieben, aber jemand hat es weggewischt, also es tut mir leid. At the moment, In diesem Moment, there's a lot of discussion about the baptismal vows that we have. da gibt es viel Diskussion über die Taufgelübde, die wir haben. People are asking many questions, Und Menschen fragen viele Fragen. both internally within the movement Beides intern in der Bewegung and externally. und auch extern. So I want to have a quick discussion on the baptismal vows. Also möchte ich jetzt kurz über die Taufgelübde sprechen. You may or may not be aware Ihr mögt vielleicht nicht damit vertraut sein. that there are people who are questioning the vows, as I've just said, Da gibt es Leute, die die Gelübde, die ich gerade erwähnt habe, hinterfragen. both internally and externally. Und zwar beides, intern und auch extern. Those external forces, Future for America, Diese externen Kräfte, Future for America, are obviously very critical of the baptismal vows as we have them. es ist sehr offensichtlich, dass sie den Taufgelübden gegenüber, die wir haben, sehr kritisch gegenüberstehen. And from my perspective, they're making many false accusations, Und von meiner Perspektive machen sie sehr viele falsche Anschuldigungen. not only about what the vows teach, but what my personal position on these vows are. Also es kommt über das, was die Gelübde lehren, aber auch über das, was ich denke oder meine Position gegenüber den Gelübden. But I just want to address a few points that are
a matter of concern internally within this movement. Ich möchte hier aber ein paar Punkte ansprechen, die Sorge bereiten für manche Leute intern innerhalb der Bewegung. Now, you probably don't have the vows in front of you. I Ich assume. glaube, ihr habt die Gelübde jetzt nicht vor euch. But if we were to look at a few of these vows, Aber wenn wir ein paar dieser Gelübde betrachten würden, vow number 17, das Gelübde Nummer 17, if you were to look at the vow itself, wenn man das Gelübde sich selber betrachtet, it talks about eating and drinking to the glory of God. da spricht es über, dass man zur Gottesehre trinkt und esst. So it deals with the subject of what you consume, both with respect to food and drink. Also dieses Gelübde geht darüber, über was man konsumiert, isst und trinkt also. It's a general vow, Es ist einfach ein generelles Gelübde, but it makes some specific points, some specific issues. aber es tut hier gewisse Aspekte aufzeigen, adressieren. The next vow, Das nächste Gelübde, vow 18, Gelübde Nummer 8, deals with the subject of dress Gelübde Nummer 18, da geht es um die Kleidung and how we're supposed to adorn ourselves. und wie wir uns schmücken. Vow 19 Gelübde Nummer 19 is addressing how we should spend our free moments. Da geht es so um, wie wir unsere Freizeit verbringen. It's a subject of recreation and amusements, Es geht darum, Freizeit, wie man sich erholt und Spaß hat. what we believe is acceptable or unacceptable in the sight of God. Und was wir glauben, was gemäß Gottes Ansinnen ist oder nicht. Vow 20, Im Gelübde Nummer 20, which is the last of this portion or segment of vows, welches das letzte dieser Gelübde von dieser Sektion ist, is dealing with the subject of country living. da geht es um, dass man auf dem Land lebt. So those four vows, Also diese 4 Gelübde, what you eat, das, was man isst, how you dress, wie man sich kleidet, how you occupy your free time, wie man seine Freizeit verbringt and where you live, und wo man lebt. many people understand these to be moral issues. Viele Leute verstehen, dass das eigentlich moralisch ist. And the other 22 vows, Und die anderen 22 they Gelübde, consider them to be prophetic issues. sie verstehen sie, dass diese prophetischer Natur sind. So people are trying to make a demarcation between the 4 and the 22. Also Menschen versuchen hier einen Unterschied zwischen den 4 und den 22 zu machen. Because each of us has been indoctrinated with the following concept, Weil jeder von uns mit diesem Konzept vertraut ist oder so lebt, that we have a prophetic testing message or a prophetic gospel and not a moral one, dass wir eine prophetische Testbotschaft haben und keine moralische. many people see no place in our commitment to God through these vows in having those 4 subjects there. Da denken viele Leute, dass in dem Gelübde, wo wir ja ein Gelübde Gott abgeben, dass diese 4 Gelübde keinen Platz da haben. Of course, the 4 vows are there, Natürlich, diese 4 Gelübde sind da. so you know that my position is that I disagree with that understanding. Und so könnt ihr natürlich wissen, dass ich mit dieser Position nicht übereinstimme. If that was all there was to this subject, then that would be fine. We would just disagree. Und wenn das alles über dieses Thema wäre, dann wäre das okay. Wir würden einfach nicht darüber übereinstimmen. But the problem is Aber das Problem ist, that people who are struggling with having these 4 vows in this document, die damit kämpfen, also wenn es Leute gibt, die damit kämpfen, dass diese Gelübde sich in diesen Gelübden befindet, are saying that there is no place to have the vows that deal with these reforms in our movement. sie sagen es, dass diese Gelübde keinen Platz haben in unserer Bewegung. The reason that they give for holding to this position Und der Grund, warum sie diese Position daran festhalten, is the subject of dispensationalism. ist, dass sie diesen Grund geben der Dispensation. So we're now in a dispensation where much of these reforms are either not applicable Wir sind jetzt in einer Zeit, wo einige dieser Reformen entweder nicht angewandt werden
or people should be left to their own discretion on how to deal with these subjects. Oder Leuten sollte es selber überlassen werden, wie sie mit diesen Themen umgehen. So the reason why this has become important So der Grund, warum das jetzt wichtig ist, is because at the heart of the disagreement is the issue of methodology and how we read. ist nämlich, dass dann in dem Herz dieser ganzen Diskussion, es kommt eigentlich darauf an, wie liest man. Also es ist eigentlich die Methode, um was es hier geht. How do we approach the subject of these reforms? Wie gehen wir an diese Thematik dieser Reformen heran? Should people be left to address the subject according to their own conscience? Sollten Leute es einfach gemäß ihren Gewissens machen? Should we not have any standards? Sollten wir keine Standards haben? Are these stumbling blocks for those people who are about to join us, that are in the world, those people that are going to come? Sind das Stolpersteine für diejenigen, die aus der Welt dann reinkommen werden? So essentially, the vows teach that we are required to be vegan. Essentiell lehren die Gelübde, dass wir vegan sein sollten. It only addresses the subject of the eating of animal products, not the wearing of them. Es geht hier darum, nur, dass man keine Tiere isst. Es geht nicht jetzt um Kleidungsstücke in dem Form. People see no relevance Und Leute sehen keine Relevanz to the prophetic message that needs to go to the world zu dieser prophetischen Botschaft, die dann an die Welt gegeben werden muss, when it comes to these subjects that we are talking about here. wenn man hier über diese Themen spricht, über die wir ja gerade sprechen. And at the back of all of this is how people develop their thinking, the method that they're going to use to understand how we're supposed to behave. Und der Hintergrund von dem ist alles, wie gehen Leute an diese Themen ran? Wie verstehen sie diese Themen? Ja? Now, these studies are not being completed. Diese Studien sind noch nicht abgeschlossen. People are developing them and trying to explain their position. Leute entwickeln sie weiter und versuchen, ihre Position deutlich zu machen. And we too, Und wir auch. those of us who hold to these vows, we too are developing studies Diejenigen, die an den Gelübden festhalten, sie tun auch Studien entwickeln, that will defend and justify why these vows should remain. welche diese Gelübde und warum sie auch so bleiben sollten in dieser Form verteidigen. We're not going to address those 4 vows at this camp meeting, An diesem Seminar werden wir jetzt nicht in diese 4 Gelübde da eingehen, but I do want to address 2 other vows. aber ich möchte 2 andere Gelübde, über die möchte ich sprechen. It's vow number 21 Und das ist Gelübde Nummer 21 and vow number 24. und Gelübde Nummer 24. These vows are important for us to understand. Diese Gelübde sind wichtig, dass wir diese verstehen. So for those of you who can understand English, Diejenigen, die Englisch verstehen können, I would direct you to a study that was done recently würde ich euch auf ein Studium verweisen, das vor kurzem aufgenommen wurde. in Australia. Und das war in Australien. I think it was the 16th of November. Und ich denke, das war der 16. des Novembers. And the title of that study Und der Titel dieses Studiums was Vow 24. war das Gelübde Nummer 24. You should easily be able to find it on the internet. Ich denke, ihr könnt es sehr einfach finden. And it's about an hour and a half study that addresses the subject of Vow 24. Es geht um 1,5 Stunden geht es so rum und es geht hier um das Gelübde 24. So if you're not familiar with what that vow is, we're going to read it to you now. Wenn ihr nicht vertraut seid mit diesem Gelübde, wir werden es euch jetzt vorlesen. So normally I only would do it in the German, Normal würde ich es jetzt nur im Deutschen lesen lassen, but I think we're getting translated into at least 2 other languages. So I'll read it into English first and it will get translated into German. aber es werden noch in weiteren Sprachen hier aufgenommen, deswegen lesen wir es erst in Englisch und dann wird es übersetzt. It's 3 bullet points. Wir haben hier 3 Punkte in diesem Gelübde. Do you believe that on September the 11th, 2001, the mighty angel of Revelation 18 prophetically descended, thus marking the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000? Glaubst du, dass am 11. September 2001 der mächtige Engel von Offenbarung 18 im prophetischen Sinn herniedergekommen ist, was den Beginn des Gerichts an den Lebenden und die Versiegelung der 144.000 markiert?
Do you believe that at the very same time the latter rain began to sprinkle upon the priests of Adventism, calling them to purify the Lord's temple? Glaubst du, dass zur selben Zeit das Tröpfeln des Spätregens auf die Priester des Adventismus begann, die dazu gerufen sind, den Tempel des Herrn zu reinigen? Do you also believe that at the same time the third woe is represented by radical Islam arrived into history? Glaubst du auch, dass zur selben Zeit das dritte Wehe, welches den radikalen Islam darstellt, in die Geschichte kam? So you can see that the subject of vow 24 Also wir können sehen, das Thema von Gelübde Nummer 24 is the subject of 9/11 es ist das Thema vom 11. September and the angel of Revelation 18. und der Engel von Offenbarung 18. I'll put verses 1 to 3. Ich markiere hier Verse 1 bis 3. That's the subject of vow 24. Das ist das Thema von Gelübde Nummer 24. It says that the angel descended on September 11, 2001. Es sagt, dass der Engel am 11. September 2001 herniederkam. It says the latter rain began to sprinkle, Es sagt hier, dass der Spätring anfing zu tröpfeln and it speaks about the third woe. und es handelt hier auch um die dritte Wehe. It also points out that this marks the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000. Hier markiert es oder spricht auch über das Gericht der Lebenden, dass das anfängt und auch, dass die Versiegelung der 144.000 anfängt. So at 9/11, Also am 11. September it asks or it makes a statement that the angel of Revelation 18 came down. macht es hier die Aussage, dass der Engel aus Offenbarung 18 herniederkam. Speaks about the judgment of the living Es handelt vom Gericht an den Lebenden and the sealing und die Versiegelung of the 144,000. der 144.000. They're the main points that it talks about. Das sind die Hauptpunkte, über was es hier spricht. The last one Und der letzte Punkt, speaks about the latter rain da geht es um den Spätregen, begins to sprinkle. dass er anfängt zu tröpfeln. There's another vow that needs to be addressed. Da gibt es noch ein weiteres Gelübde, über das wir sprechen müssen. I'll put the third woe. Ich markiere noch die dritte Wehe. The other vow is number 21. Das andere Gelübde ist Gelübde Nummer 21. Do you believe that Jesus is our high priest and that he is in the heavenly sanctuary ministering on our behalf? Glaubst du, dass Jesus unser Hohepriester ist, dass er sich im himmlischen Heiligtum befindet und dort seinen Dienst für uns tut? Do you believe that on October 22nd, 1844, he began the investigative judgment in the second apartment of the heavenly sanctuary? Glaubst du, dass er am 22. Oktober 1844 in der zweiten Abteilung des himmlischen Heiligtums mit dem Untersuchungsgericht begann? 22nd of October, Also der 22. Oktober 1844, 1844. begins the judgment Da fängt das Untersuchungsgericht investigative. oder ja, das Untersuchungsgericht an. Do you believe that he is now in the most holy place making the final atonement for our sins, where they will eventually be blotted out if confessed and forsaken? Glaubst du, dass er jetzt im Allerheiligsten ist und dort das letzte Versöhnungswerk für unsere Sünden vollbringt, wo sie schließlich ausgelöscht werden, falls sie bereut und gelassen wurden? Last point, do you believe that this judgment began with the dead in Christ on October 22nd Letzter Punkt. Glaubst du, dass dieses Gericht mit den in Christus gestorbenen Toten am 22. Oktober 1844 begann and moved to the living saints on September the 11th, 2001? und am 11. September 2001 an die lebendigen Heiligen übergegangen ist? The 11th of September Also der 11. September 2001, 2001, the investigative judgment. da haben wir auch das Untersuchungsgericht.
And what it asks you to accept Und was es hier fragt, dass es man annehmen soll oder ob man das übereinstimmt, that it begins with the dead dass es hier mit den Toten anfängt and moves to the living. und dann zu den Lebenden übergeht. We began our study Wir haben unsere Studie damit angefangen, by pointing out indem wir aufgezeigt haben, that people have problems dass Leute Probleme haben or concerns with vows 17, 18, 19, and 20. oder Sorge darüber haben über diese Gelübde Nummer 17, 18, 19 und 20. So those 4 vows are dealing with reforms. Und diese 4 Gelübde, da geht es um die Reformen. People might argue that they're moral issues. Und Leute mögen argumentieren, dass diese moralischer Natur sind. And because they're moral subjects, Und weil sie über die Moral sprechen, people see that they don't have a place in our movement. da denken Leute, dass sie keinen Platz in unserer Bewegung dafür hätten. And we've used an incorrect methodology to actually put them here. Und dass wir eine inkorrekte Methode benutzt haben, um sie da überhaupt zu platzieren. But I have a concern Aber meine Sorge ist, not about those 4 vows, but about these 2 vows. ist nicht so sehr um diese 4 Gelübde, sondern über diese 2. So I want to explain what that concern is. Und ich möchte meine Sorge erklären. We're going to spend a few presentations addressing this issue. Und wir werden mehrere Präsentationen damit verbringen, dieses Problem zu behandeln. There are a few reasons why we want to do that. Und da gibt es mehrere Gründe, warum wir dies tun wollen. First of all, Als erstes, I want us to become familiar ich möchte, dass wir damit vertraut werden, with methodology. mit der Methode. A methodology of how we came to these understandings Eine Methode, die uns aufzeigt, wie wir zu diesem Verständnis kamen and how a correct understanding, und wie ein richtiges Verständnis, correct methodology eine richtige Methode would lead us to different conclusions. uns zu einer unterschiedlichen Schlussfolgerung kommen lässt. And obviously we want to make some kind of explanation of why the vows are there anyway like this. Natürlich wollen wir eine Erklärung machen oder geben, warum diese Gelübde überhaupt da sind. So this is not an invitation to change these 2 vows, Also dies ist jetzt keine Einladung, diese 2 Gelübde zu verändern, but it is a study aber es ist ein on Studium methodology über die Methode, to explain the reasoning um die die Grundlage zu erklären behind these vows. oder die Begründung hinter diesen Gelübden zu erklären. And in understanding that, Und indem man das versteht, I believe it will help us glaube ich, dass das uns helfen wird, not only to understand where we are today, nicht nur zu verstehen, wo wir uns heute befinden, but also help us to realize the thinking behind the false concepts and ideas that Future for America hold to today. sondern dass auch wir diese falsche Gedankengänge, an denen Future for America festhält heute, dass wir die verstehen können, warum die falsch sind. This is a large group here, Es ist eine große Gruppe hier and I'm not sure if everybody understands these truths to the same degree. I'm sure that they don't. und ich bin mir sicher, dass hier nicht jeder diese Wahrheiten auf gleicher Ebene überall versteht. There may be people here who have just a conventional understanding of end-time prophecy. Mag hier Leute sein, die erst noch ein sehr grundlegendes Verständnis über die Endzeitprophezeiung haben. I don't mean this in a disrespectful fashion. Und ich meine das hier nicht in einer unrespektvollen Art und Weise. All they may have is a conventional Adventist perspective of the books of Daniel and Revelation. Es mag hier einfach nur sein, dass diese Leute ja ein standard-adventistisches Verständnis haben über die Bücher Daniel und Offenbarung. If that's the case, Und wenn das so ist, it's pretty much a mixed bag that you have. dann hat man sozusagen eine Vermischung in der Tasche. If you have an understanding of a conventional Adventist about these 2 books, Wenn man ein adventistisches Standardsverständnis über diese 2 Bücher hat, there are many things that you understand that are correct, dann versteht man da viele Dinge korrekt. but there are equally many important issues that you hold on to
that I know that you hold on to that are incorrect, Aber that dann are gibt, erroneous. dann gibt es genauso viele Punkte, wo ich dann weiß, dass man an diesen Punkten festhält, dass sie eigentlich falsch sind. Especially if you're a conservative Adventist, Insbesondere, wenn man ein konservativer Adventist ist. that you stand in some shape or form in opposition to the liberal theology that we believe is rampant in our church, widespread. Dass man in einer also wenn man konservativ ist, dann ist man in Opposition zu der liberalen Einstellung, die weitflächig in der Gemeinde herrscht. So, without proving anything, Ohne jetzt hier irgendwas zu beweisen, I just want to state some truths möchte ich hier ein paar Wahrheiten or aufzeigen, some ideas, some concepts that I believe are true, ein paar Konzepte, wo ich davon glaube, dass sie wahr sind, that stand in contradiction to what most Adventists believe. Die konträr zu dem sind, was die meisten Adventisten verstehen. Generally, Adventists think that the church is in apostasy Generell denken die Adventisten, dass die Gemeinde sich im Abfall befindet, because we've become so liberal. denn wir sind so liberal geworden. So people think the Adventist church is a liberal church. Und Leute denken, dass die Gemeinde eine liberale Gemeinde ist. And of course, that is an erroneous position because this church, Adventism, is not a liberal church today. Und das ist nicht richtig, denn die Gemeinde ist heute keine liberale Gemeinde. Used to be, Es war so, but it's become extremely conservative now aber es ist sehr extrem konservativ geworden. as of the appointment of our present General Conference president. Und wir sehen das, indem unser momentaner Generalpräsident gewählt wurde, von dem Moment an. Now, if you were a conservative Adventist a number of years ago when he was elected, Wenn man ein konservativer Adventist zu dem Punkt war, vor ein paar Jahren, wo dieser Präsident gewählt wurde, you were probably praising the Lord da hast du wahrscheinlich den Herrn gepriesen, that someone had finally come in who upheld the spirit of prophecy and was going to defend the truths of Adventism. dass endlich da jemand reingekommen ist, der den Geist der Weissagung hochhält und dass er die Wahrheiten des Adventismus dahinter steht. If that's what you believed at that time, Und wenn du das zu der Zeit geglaubt hast, depending on how mean we wanted to be to you, es kommt jetzt darauf an, wie gemein wir mit dir sein wollen. we could say, woe unto you for a foolish prayer. Wir könnten jetzt sagen, wehe dir, du Törichter. Or we could say, Father, forgive them for they don't know what they're asking for. Oder wir könnten sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, wofür sie denn bitten. Because the worst thing that's happened to this church, Denn das Schlechteste, was dieser Gemeinde passiert ist, the worst thing that could ever have happened is for us to have a conservative General Conference president. das Schlimmste, was uns hätte je passieren können, ist, einen konservativen Generalpräsidenten zu haben. Maybe you have not kept track of what he's doing. Vielleicht habt ihr das nicht verfolgt, was er tut. How slowly but gradually Wie er langsam, aber sicher, he has turned this church dass er diese Gemeinde into a conservative believing movement. in eine konservative, denkende Bewegung verändert hat. And he's taken control in a way that is disconcerting, Disconcerting. worrying. Und er hat die Kontrolle übernommen, die eigentlich sehr sorgenerregend ist. There are many people, Da gibt es viele Menschen, many liberal scholars, sehr viele liberale Gelehrte, who now see that our conference president is acting as a dictator. die jetzt sehen, dass unser Generalkonferenzpräsident eigentlich wie ein Diktator agiert. And that should not come as a surprise to us. Und das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Because if you're familiar with the prophetic truths that we teach, Denn wenn ihr mit der prophetischen Wahrheit, die wir lernen, vertraut seid, you would expect to see what's happening in the world to be reflected by what's happening in the church. da würde man nämlich wissen, dass das, was in der Welt passiert, innerhalb der Gemeinde reflektiert wird. And if you're concerned about what's happening in the world, Und wenn ihr Sorge darüber habt, was in der Welt passiert, the rise of these multiple dictators, dieses Aufkommen dieser mehreren Diktatoren, you can see what's happening in our church as being something that is not good. dann kann man sehen, dass das, was in unserer Gemeinde passiert ist, dass das nicht gut ist. So that's one thing that Adventists generally
have a wrong understanding on. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo Adventisten generell ein falsches Verständnis Our darüber church haben. is getting worse, not better. Unsere Gemeinde wird schlimmer, nicht besser. If you were to have a vote Wenn man jetzt hier eine Wahl abhalten würde, at a general conference, an einer Generalkonferenz, the Conservatives would always win. die Konservativen würden jetzt immer gewinnen. Our top person is a Conservative, and just the vast majority, just the voting blocks are all led by Conservative conferences, unions, divisions. Und unser Oberster ist konservativ und auch diejenigen, die wählen können, also wenn wir jetzt die Divisionen, Konferenzen, Divisionen und Vereinigungen und so weiter, Verbände und Vereinigungen haben, auch diejenigen, die da sitzen, sind konservativ. We all live in Europe. Wir leben alle in Europa. To varying degrees, we have experienced Brexit, Britain exiting Europe. Und zu einer gewissen Ebene oder Grad haben wir alle Brexit, also dass England oder Großbritannien die Europäische Union verlässt, haben wir erfahren. When that began to be discussed in 2015-16, Und als das anfing, dass man darüber gesprochen hat, 2015, 16, Conservative Adventists saw this as a fulfillment of prophecy. da haben die konservativen Adventisten gedacht, dass das Erfüllung von Prophetie sei. And they were praising the Lord Und sie haben den Herrn gepriesen, that this evil union dass diese böse Vereinigung could not cleave together. nicht sich zusammenbleiben könnte. They tried, Sie haben es versucht, but you can't break the prophecy of Daniel 2, aber man kann die Prophezeiung von Daniel 2 nicht brechen. and it was a failed project. Und es war ein fehlgeschlagenes Projekt. So many people saw this as something positive. Also viele Menschen haben das als etwas Positives angesehen. How wrong they were. Aber wie falsch lagen sie nur? Both the United Nations Beide, die Vereinigten Nationen and this mini version of the United Nations, the European Union, und diese Mini-Version der Vereinigten Staaten, wie nämlich die Europäische Union, is an organization that has protected our rights and our freedoms for decades now. ist eine Organisation, die seit Jahrzehnten unsere Rechte und Freiheiten verteidigt und geschützt hat. And the rights and freedoms that we all enjoy here in Europe Und die Rechte und Freiheiten, die wir hier in Europa alle genießen, are under attack. sind unter Attacke. They're being stripped away from us and we don't even realize it. Sie werden von uns genommen und wir realisieren es noch nicht einmal. Worse than that, Und noch schlimmer, some of us think it's a good thing, the direction in which we're heading, und manche denken, dass es gut ist in die Richtung, in die wir gehen. because we have been conditioned, Denn, we've been conditioned into thinking that these European bureaucrats are just taking our money and doing nothing for us. denn uns wurde beigebracht, dass diese europäischen Bürokraten einfach nur unser Geld nehmen und nichts tun. Now, I'm not saying politicians are honest people, Ich sage jetzt nicht, dass Politiker ehrliche Menschen sind, but I am saying aber was ich sage, that the EU ist, dass die Europäische Union, is something that is good, not bad. dass es etwas ist, was gut ist, nicht schlecht. And if we don't see that today, Und wenn wir das heute nicht sehen, then we don't understand end-time prophecy. dann verstehen wir die Endzeitprophezeiung nicht. So you've either received or you've handed out Man hat entweder etwas bekommen oder gegeben, leaflets also so Pamphlete, in your endeavor to convert your friends and neighbors, in dem Versuch, dass man seine Freunde und auch Nachbarn bekehrt. showing them the evils of the EU, Und da steht dann drauf, die Bösartigkeiten der EU of the papacy, oder von dem Papsttum that we should be afraid of these organizations und dass wir Angst vor diesen Organisationen haben sollten. because they have been created to destroy and take away our freedoms. Denn sie wurden dazu kreiert, unsere Freiheiten und Rechten wegzunehmen. If you hold to some of those views, Wenn ihr an diesen Gedanken oder an diesen Ansichten festhaltet, then you're holding on to erroneous positions. dann haltet ihr an falschen Positionen fest. You may believe that they're true, but they're not true. Ihr mögt glauben, dass sie wahr sind, aber sie sind nicht wahr. End-time prophecy is much more complex, much more intriguing. Die Endzeitprophezeiung ist viel komplexer als das.
We don't have all the answers yet, Wir haben nicht alle Antworten jetzt, but we already have enough information aber wir haben bereits schon genug Information, to know um zu wissen, that the breakup of the European Union is something that is bad and that should be resisted and prevented. dass dieser Zusammenbruch der EU schlecht ist und dass es eigentlich, dass man dagegen angehen sollte und ja, das aufhalten sollte. But of course, we're already too late. Aber natürlich, wir sind schon zu spät. The damage has already been done and it's irreparable. Der Schaden ist bereits getätigt worden und es kann nicht repariert werden. Even now, Auch jetzt, though you may not feel it yet, und sogar jetzt, auch wenn man es noch nicht fühlt, even the destruction of Germany is imminent. sogar der Zusammenbruch oder die Zerstörung Deutschlands steht uns kurz bevor. In 2 short years, In 2 kurzen Jahren, when you have your re-elections, wenn ihr eure Wiederwahlen habt, you'll begin to see the effects. werdet ihr die Auswirkungen sehen. But by then, Aber bis zu diesem Punkt, the damage in Great Britain der Schaden in Großbritannien and in other parts of Europe will already have begun to corrode this union. und in anderen Teilen der Europäischen Union wird bereits schon korrodiert sein. We're now living in interesting times, Wir leben nun in interessanten Zeiten and we cannot rely upon a conventional Adventist understanding of end-time prophecy because it is wrong. und wir können uns jetzt nicht auf ein standardgemäßes Verständnis von der standardmäßig adventistisches Verständnis der Endzeitprophezeiung verlassen, denn es ist falsch. Now, you may think Man mag denken, that you're safe. dass man gerettet ist. Why would you think that? Warum würde man sowas denken? Because you have on your bookshelf the great controversy, Denn man hat auf seinem Bücherregal den großen Kampf. and it gives you an accurate roadmap of the end of the world. Und es gibt dir eine akkurate Karte über, wie das Ende der Welt ausschaut. Just want to remind you Ich möchte euch daran erinnern, that the Jewish nation also had on their bookshelves an accurate map of the end of the world. dass auch die jüdische Nation auf ihrem Bücherregal eine akkurate Landkarte darüber hatten, wie das Ende der Welt ausschauen würde für sie. And the greatest prophet that's ever been born of a woman Und der größte Prophet, der jemals geboren wurde, eine Frau, John the Baptist, von einer Frau geboren wurde, Entschuldigung, Johannes der Täufer, he had complete access to those books, to that material. er konnte diese Bücher alle lesen. He was filled with the Holy Spirit from his birth, Er wurde von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. and yet having all of this, Und auch wenn all das jetzt er hatte, avoiding the world, er hat die Welt vermieden. being trained for his mission from his birth, Seit Geburt an wurde er für seine Mission trainiert, being full of the Holy Spirit, voll mit dem Heiligen Geist. what did he do? Was hat er getan? He got all of his theology upside down, inside out. Er hat alle seine Theologie komplett auf den Kopf gedreht. Es war alles verkehrt. He knew the time in which he was living, Er kannte die Zeit, in der er gelebt hat, but he didn't have very much of an idea of what was going to happen. aber er hat nicht wirklich darüber Bescheid gewusst, was denn eigentlich passieren würde. If you really believe in line upon line methodology, Wenn ihr wirklich in die Methode von Linie auf Linie glaubt, if you believe that these things were written for our admonition, wenn ihr glaubt, dass diese Dinge für uns geschrieben wurden, then you should be fearful. dann solltet ihr Furcht haben. If you take such comfort Denn wenn wir so einen Trost nehmen, that you think you know what end time prophecy will look like because you read the great controversy, Trost nehmen, dass weil wir den großen Kampf genommen haben und gelesen haben, dass wir wissen, was in der Endzeit passiert. Adventists think that they're experts on this subject. Adventisten denken, dass sie Experten in diesen Dingen sind. They make compilations. Sie tun Zusammenstellungen kreieren. They put together Ellen White quotes, Sie tun Ellen White Zitate zusammenbringen. create a framework Sie tun ein Rahmenwerk erstellen, which is fundamentally not fit for purpose. welches fundamental nicht gebrauchbar eigentlich ist. And many of us are not aware of these issues, Und viele sind mit diesen Problemen nicht vertraut. both externally Beides, nämlich in the extern. church, I mean, Mit extern meine ich in der Gemeinde and also internally within this und movement. auch intern innerhalb dieser Bewegung. We've been teaching wrong ideas, wrong thoughts for decades now.
Für Jahrzehnte lang haben wir falsche Ideen und Konzepte gelehrt. But in the Lord's mercy, Aber in der Gnade des Herrn He's begun to open our eyes to reevaluate what's going on. hat er unsere Augen geöffnet, dass wir diese Dinge nochmal betrachten, diese Dinge, die jetzt passieren. A while ago, Schon ein bisschen her, probably I think maybe this year, maybe late last year, es mag dieses Jahr gewesen sein oder spät letzten Jahres, while the movement was together, als die Bewegung noch zusammen war, I made a comment da habe ich einen Kommentar gegeben and it's been misconstrued, manipulated and reworded. Es wird verdreht und neu in den Worten neu zusammengesetzt. So it's got to the stage where basically what people think I said isn't really what I said. Und es ist jetzt zu diesem Punkt gekommen, wo Leute sagen, was ich gesagt hätte, aber das ist nicht, was ich gesagt habe. Now, if you're an Adventist like all of us are, Wenn ihr ein Adventist seid, so wie wir es alle sind, to some degree, bis zu einem gewissen Grad, you think that the papacy is evil. denkt man, dass das Papsttum böse ist. And this concept that we have of the papacy being some evil, wicked organization Und dieses Konzept, was wir über das Papsttum haben, dass es eine böse Organisation ist, being our enemy, dass es unser Feind ist. I made a comment on that idea or concept. Ich habe einen Kommentar über diese Idee und diesen Konzept gegeben. And what I said was something along this line. Und was ich gesagt habe, war ungefähr Folgendes. Maybe we should reconsider our position Vielleicht sollten wir unsere Position nochmal überdenken, based upon the truths that we're seeing today basierend auf den Wahrheiten, die wir heute sehen. and some of the bad things that we've said about the Pope, perhaps we should apologize about. Und manche Dinge, die wir schlecht über den Papst gesagt haben, sollten wir uns eigentlich dafür entschuldigen. People twisted that Und Leute haben das verdreht to make it appear that I said we should apologize to the Pope. und haben es so dargestellt, als dass ich sagen würde, wir müssen uns beim Papst entschuldigen. The point that I wanted to make Den Punkt, den ich eigentlich überbringen wollte, is that our understanding of the role of the papacy at the end of the world is plainly wrong. ist, dass die Rolle, die das Papsttum am Ende der Welt spielt, unser Verständnis darüber ist einfach nur falsch. Especially in the present dispensation. Besonders in der Dispensation, in der wir uns jetzt befinden. And we need to really understand how parable teaching works to be able to understand that idea, that truth. Und wir müssen wirklich verstehen, wie Gleichnislehre funktioniert, um diese Wahrheit verstehen zu können. It's the purpose of the Midnight Cry message, the studies that we're doing, Das ist der Zweck der Mitternachtsrufbotschaft. Das sind die Studien, die wir studieren, to defend and uphold statements like the ones that I've just made. um Aussagen wie solche, die ich gerade getätigt habe, zu untermauern. That it's dangerous for the Adventist church to have a conservative leader Dass es gefährlich ist für die Adventisten, dass sie einen konservativen Leiter haben, who is prepared to punish and disfellowship people if they don't toe the line. welcher bereit ist, Leute zu bestrafen und rauszuschmeißen, wenn sie nicht auf der Linie gerade laufen. Or if you believe Oder dass, wenn man glaubt, that the EU Parliament building in Strasbourg, dass das EU-Parlament in Straßburg, because it was styled after the Tower of Babel, weil es so konstruiert wurde, dass es aussieht wie der Turm von Babel, that makes the European Union an evil organization. dass das die EU nun eine böse Organisation macht. Or if you believe Oder wenn man glaubt, that the papacy today under the leadership of Pope Francis dass das Papsttum und heute unter der Leitung von Franziskus is scheming and planning to destroy Adventism, da plant, den Adventismus zu zerstören, that he has something against you. dass er irgendwas gegen dich hat. If you hold on to those views, Wenn ihr diese Ansichten an denen festhaltet, then you don't understand how end-time prophecy works or what it looks like. dann versteht ihr nicht, wie die Endzeitprophezeiung funktioniert oder wie sie ausschaut. Each one of those three positions is not only erroneous, All it's these- dangerous. Alle diese drei Dinge, die ich gerade gesagt habe, sind nicht nur falsch, sondern sie sind auch gefährlich. And they're not the only
erroneous positions that Adventists hold to, but they're just some of them. Und das sind nicht die einzigsten falschen Ansichten, die die Adventisten in diesen festhalten. Es sind nur ein paar davon. The reason why these things are important that I'm mentioning them now Der Grund, warum diese Dinge wichtig sind und warum ich sie jetzt erwähnt habe, is not only that to explain that we have a different perspective than the majority of the church, ist nicht nur, um aufzuzeigen, dass wir eine unterschiedliche Perspektive haben wie die Mehrheit der Gemeinde. that would be simple enough. Das wäre sehr einfach. However, the problem is Oder es wäre einfach genug, aber wie auch immer, das Problem ist, that it's come as a overwhelming surprise to many of us dass es für viele plötzlich kam, that many of our brethren who were walking together with us a few months ago hold those very same views. und auch überwältigend war, dass viele der Menschen, die mit uns gegangen sind, an diesen Ansichten festgehalten haben. And we can no longer agree to walk with brethren who hold erroneous views such as those. Und wir können nicht länger damit übereinstimmen, mit Leuten oder Gebrüdern, die an diesen Ansichten festhalten, gemeinsam den Weg zu gehen. And they have no desire to walk with us. Und sie haben auch keinen Wunsch, diesen Weg mit uns zu gehen. This is why there is a split or a division in our movement. Und das ist der Grund, warum es eine Sichtung, eine Trennung in unserer Bewegung gibt. So you need to be clear Also ihr müsst das deutlich verstehen. about what you believe and why you believe it. Also ihr müsst klarem darüber sein, was ihr glaubt und warum ihr es glaubt. Now, much of this wrong thinking Also viel von diesem falschen Denken is really based upon how we read inspiration, what our relationship is to the written word. ist eigentlich darauf hinzuführen, wie man liest. Wie versteht man das geschriebene Wort? Which brings us back to these two vows. Welches uns zurück zu diesen zwei Gelübden bringt. Now, those vows So, diese Gelübde were in existence many years ago, probably over 10 years. existierten eigentlich schon viele Jahre, wahrscheinlich so um die 10. These vows were used by this movement Diese Gelübde wurden von dieser Bewegung benutzt, at least in 2008, 2009, 2010. bestimmt schon in den Jahren 2008, 9, 10. But soon after that time period, Aber kurz nach dieser Zeitperiode the subject of baptisms died in this movement. hat die Thematik über die Taufe in dieser Bewegung gestorben. Now, it's very difficult to be objective when you're inside the discussion or inside the argument. Es ist sehr schwierig, objektiv an die Sachen heranzugehen, wenn man Teil oder innerhalb dieses Arguments sich befindet. But I think it would be fair to say Aber ich denke, es wäre fair zu sagen, that one of the reasons the movement stopped baptizing ist, dass einer der Gründe, warum diese Bewegung aufgehört hatte zu taufen, was because of objections that I had around 2009 on this issue. Objections, like concerns, Objections to baptizing. ist, weil ich die gewisse Ansichten hatten oder eigentlich dagegen war, dass Taufen durchgeführt wurden. Objections is not concerns. So you were against baptism? Yes. Objections. I don't know if you have a. Okay, also dagegen wäre jetzt zu stark zu sagen, aber ich hatte, wie bitte? Ich hatte Einwände dagegen und das war ungefähr im Jahre 2009. So baptisms fell out of favor, Also die Taufen wurden dann nicht mehr durchgeführt, but the movement kept on moving forward. aber die Bewegung ging weiter voran. In 2015, Und im Jahre 2015 the subject of baptism was revived. kommt dieses Thema der Taufe wieder auf. It was revived in my mind. Und es kam in meinen Gedanken wieder auf. And I asked a brother Und ich habe einen Bruder gefragt, to put together a paper on baptism der ein Papier kreieren würde über das Thema Taufe. in preparation to meetings that I was going to have in the beginning of 2016.
als Vorbereitung für ein Treffen oder ein Seminar, wo ich sein würde im Anfang vom Jahre So 2016. this was in the winter of 2015. A paper was put together Also das ist jetzt der Winter 2015, da wurde dieses Papier kreiert, that objectively addressed the subject of baptisms. die speziell die Thematik der Taufe adressiert hatte. And it was produced in the form of a question and answer. Und es wurde produziert in einer Form von Frage-Antwort. That document was used Und dieses Dokument wurde benutzt, to initiate meetings on the subject of baptisms in January 2016. um im Januar 2016 ein Treffen zu haben über Taufe. That month, Und an diesem Monat I was in the United States, Future for America, war ich in den Vereinigten Staaten bei Future for America and I initiated a discussion about baptisms and that they should be introduced into the movement. und ich habe hier angefangen oder ein Gespräch angefangen, dass die Taufe doch wieder in die Bewegung reinkommen sollte, also dass man wieder tauft. It had come time to address this issue. Es war an der Zeit, dass man über dieses Thema reden würde. There seemed to be an acknowledgement of that fact, Und es schien, als hätte man das anerkannt. and the vows that had been used Und die Gelübde, die benutzt wurden, 7 or 8 years prior were brought forward. diese Gelübde, die vor 7 oder 8 Jahren zu diesem Zeitpunkt benutzt wurden, wurden wieder herausgegraben. And I was given the task of rewriting those vows, editing them. Und mir wurde die Aufgabe gegeben, diese Gelübde zu schreiben oder sie zu bearbeiten. And the present vows that we have is the product of that work. Und die Gelübde, die wir zurzeit haben, ist die Auswirkung von meiner, oder ja, das Herauskommen, die Frucht meiner Arbeit. So this is an edited version of the vows that had been in the movement for many years before. Also diese Gelübde, die wir haben, ist eine bearbeitete Version der Gelübde, die wir schon seit vielen Jahren zuvor in der Bewegung hatten. They were produced in 2016. Sie wurden im Jahre 2016 kreiert. Now, at this point, So, zu diesem Zeitpunkt I'm not sure how to proceed. bin ich jetzt nicht sicher, wie man von dort weitergeht. If I should be apologizing to you, Soll ich mich jetzt zu euch entschuldigen? or if I should shrug my shoulders and say, life just works that way. Oder soll ich sagen, so ist das Leben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. But in 2016, when this document was put together, Aber im 2016, wo dieses Dokument zusammengetragen wurde, there were 2 problematic vows. da gab es 2 problematische Gelübde. It was these 2, Und es waren diese 2. vow 21, vow 24. Gelübde Nummer 21 und Gelübde Nummer 24. I just want to add one piece of information. Ich möchte noch ein bisschen Information hier geben. It's not germane to this subject. Es geht jetzt nicht um diese Thematik hier. Vow 12 Gelübde Nummer was 12 not in the vows in 2016 when they were produced. war nicht in Teil der Gelübde, die 2016 kreiert wurden. Vow 12 deals with the subject of the nature of man. Gelübde Nummer 12 geht um die Natur des Menschen. And that vow was added, Und dieses Gelübde I think, sometime in late 2017 or early 2018. wurde, glaube ich, im späten Jahr 2017, Anfang 2018 hinzugefügt. So in 2016, Also im Jahre 2016 the vows were produced, werden die Gelübde geschrieben. and there are problems with 2 of them, Und da gibt vow es Probleme 21 mit and vow 2. 24. Gelübde 21 und Gelübde 24. And the problem is Und das Problem ist, that not everything in these vows dass nicht alles in diesen Gelübden is completely accurate. komplett akkurat ist. So that's where I say, should I apologize to you now Das ist jetzt der Ort, wo ich sagen soll, soll ich mich jetzt hier entschuldigen? So, for writing vows that are not 100% accurate or clear? dass ich Gelübde geschrieben habe, die nicht 100% akkurat bzw. deutlich sind, klar sind? Or should I just explain the reason and we move on? Oder soll ich einfach nur erklären, wie es war und wir gehen weiter? Now in 2016, Im Jahre 2016 there's a huge problem in the movement, gibt es ein großes Problem innerhalb der Bewegung. much bigger than people realize. Und größer, als die Leute es eigentlich erkennen. Now, if you've
been following Elder Tess's presentations, Wenn man älteste Tess ihre Präsentation verfolgt, then you'll know that she began her studies dann weiß man, dass sie ihre Studien anfing on Acts 27 mit der Thematik Apostelgeschichte 27. around that same time period. Ungefähr in der gleichen Zeitperiode. And she's really unknown to the movement. Und eigentlich keiner in der Bewegung kennt sie. So many things are happening in that time period. Viele Sachen passieren in dieser Zeitperiode. Now, the problem that the movement is facing at that moment Das Problem, das die Bewegung zu dieser Zeit hatte, is the subject of time. ist die Thematik der Zeit. 4 years before, 4 Jahre zuvor, in the year 2012, im Jahre 2012, the subject of time setting da kam das Thema der Zeitsetzung was introduced into the movement. innerhalb der Bewegung auf. If you understand how the reform lines work today, Und wenn ihr versteht, wie die Reformlinien heute funktionieren, you'll know that this was the loud cry for this dispensation. dann wisst ihr, dass dies der laute Ruf für also die derige Dispensation war. This is Exeter, if you will have it. Das ist Exeter, wenn man es so jetzt nennen könnte. At Exeter, Und Exeter, the statement is made, da wird die Aussage getätigt, behold, siehe, the event das Ereignis is coming. kommt. If you read the passage from Matthew 25, it says the bridegroom. Wenn man die Passage aus Matthäus 25 liest, dann sieht man, dass es Bräutigam heißt. When you get to Exeter, Wenn man zu Exeter you kommt, know the event is coming. dann weiß man, dass das Ereignis kommt. There's evidence for it. Da gibt es Beweise. 2012, 2012, there is now evidence da gibt es jetzt Beweise, that 2014 is about to come. dass 2014 kurz zuvor steht. And it's based upon a methodology that employs time setting. Und es basiert auf einer Methode, die die Zeitsetzung in sich trägt. But of course, this concept, this idea is rejected by the leadership of the movement. Aber dieses Konzept wird von der Leitung dieser Bewegung natürlich abgelehnt. However you want to look at it, Wie auch immer man es betrachten möchte, it's clear that it's rebellion, es ist deutlich, dass das Rebellion ist. that God had given a message to his people Dass Gott seinem Volk eine Botschaft gegeben hat, that they rejected, welche sie abgelehnt haben. they being the leaders of this movement. Und sie sind die Leiter der Bewegung. There was sufficient light Da gab es genug Licht from 2001, von 2001, 2005, 2005, 2009, 2009, moving on to 2012, weiter zu 2012, that if people were listening to the voice of God, they would have recognized this as his voice and would have accepted it. dass wenn Leute der Stimme Gottes zugehört hätten, dann hätten sie gewusst, dass das seine Stimme ist und sie hätten es angenommen. But they didn't. Aber sie haben das nicht And they getan. wouldn't. Und sie würden es auch nicht tun. So the prediction of 2014 Also die Vorhersage über 2014 is rejected. ist abgelehnt. 2014 comes 2014 kommt and the movement und die Bewegung has very little awareness of what's happening around it in the outside world. hat nur sehr wenig Ahnung, was überhaupt um sie herum in der Welt passiert. But events begin to transpire internally. Aber Ereignisse fangen an, intern zu passieren. Truths begin to be developed. Wahrheit kommt hervor. You may know it by the following term, Ezra 7. Ihr mögt es vielleicht in folgendem Ausdruck kennen, Esra 7. It's the truth of 2014. Das ist die Wahrheit von 2014. Around that time, Zu der Zeit, after being exiled, nachdem ich ins Exil geschickt never wurde, sure what word to use, ich weiß nicht genau, wie ich es benennen soll, I came back into the movement, da kam ich wieder zur Bewegung or was welcomed back, depending how you oder look at it. ich wurde wieder zurück aufgenommen. And yet, Und dennoch there was an unspoken code, gab es da einen unausgesprochenen Kodex. an unspoken code of conduct. Ein unausgesprochener Kodex, wie man sich benimmt. You can come, Du kannst kommen, but don't talk about 2014. aber sprich nicht über 2014. This is a big no. Das ist ein großes Nein. Don't address the subject. Adressiert dieses Thema nicht. So,
as a dutiful priest, Und als ein Priester, der seine Arbeit sehr gewissenhaft or as a austut, weak human being, oder ein menschlicher Schwächling. depending on what perspective you want to take, Es kommt darauf an, welche Perspektive hier man betrachtet. I comply. Habe ich da zugehört. So I don't mention 2014. Und ich habe 2014 nicht erwähnt. 2 years on, 2 Jahre später, we're in January 2016, im Januar 2016, and these vows are going to be written. werden diese Gelübde nun geschrieben. And I'm faced with a problem Und ich habe jetzt ein Problem. because I know Denn ich weiß, that 2014, dass 2014, this needs to be understood and accepted in the movement dass das in dieser Bewegung verstanden und akzeptiert werden muss. because it affects our understanding of these two vows. Denn es tut unser Verständnis dieser 2 Gelübde, es hat eine Auswirkung drauf. But I'm not allowed to speak on the subject, Aber ich darf nicht über dieses Thema sprechen. or Oder? I'm too weak to, Oder ich bin zu schwach dazu. depending on what one's perspective is. Es kommt darauf an, welche Perspektive jemand hat. So these two vows are written as a compromise. Also diese 2 Gelübde werden geschrieben in einer Aura des Kompromisses. The language that's used Und die Sprache, die benutzt in wurde the English im Englischen, is called flowery language. es ist eine sehr blumige Sprache. It's verbose. Verbose. Verbose means to use extra unnecessary words. Verbose, also dieses englische Wort, bedeutet, dass man extra Worte benutzt, die überhaupt nicht notwendig sind. So I use all these extra words Also ich benutze all diese extra Worte, to bury the truth um die Wahrheit zu vergraben, that can be explained, die erklärt werden kann, that there is truth here, dass hier Wahrheit gibt. but unless you know a lot of information, Aber es sei denn, dass man viel Informationen kennt, it's easy to come to the wrong conclusion. ist es einfach zur falschen Schlussfolgerung zu kommen. So I never know what to do. Also weiß ich nie, was ich tun soll. Is this an explanation Ist das eine Erklärung or is this a confession? oder ist das hier eine Bekenntnis? Take it as you will. Nehmt es so, wie es euch passt. If you want me to apologize, I'm willing to do that. Wenn ihr wollt, dass ich mich entschuldige, ich bin willig, das zu tun. But we're here today, Aber wir sind heute hier and what needs to be done, und was getan werden muss, this is not the first time I've done this, und es ist nicht das erste Mal, dass ich das getan is to habe, explain these vows ist diese Gelübde zu erklären and the problems with them. und die Probleme, die damit verbunden sind. And the reason why they're problematic, Und der Grund, warum sie problematisch sind, at least for us, zumindest für uns, is that they don't portray the truth as it is in Jesus. dass sie die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, nicht darstellen. They're not a clear, succinct statement Sie sind nicht ein klares, deutliches Aussage, of the truth, eine klare, deutliche Aussage der Wahrheit. but they state things Aber sie tun Dinge aussagen in a framework or a worldview in einem Rahmenwerk, in einer Weltanschauung, that's held by Future for America and its associates. die von Future for America und ihren Nachfolger an der festgehalten. And now the shackles have been broken. Und jetzt sind die Ketten gebrochen. Now we're free to say what we want. Jetzt sind wir sozusagen frei und können sagen, was wir wollen. I can speak the truth plainly. Und jetzt kann ich die Wahrheit deutlich sagen. And now I feel free Und jetzt fühle ich mich frei, without the necessity to compromise, ohne mit der Notwendigkeit zu Kompromisse hier einzugehen, to explain what these vows really are saying. um zu erklären, was diese Gelübde eigentlich wirklich sagen. Now it's important to understand what they say just because it's the truth. Es ist wichtig zu verstehen, was sie sagen, einfach nur, weil es die Wahrheit ist. But more than that, Aber sogar noch mehr, the reason why it's important to understand der Grund, warum das wichtig ist zu verstehen, is because we can begin to explore the thinking weil wir anfangen können, wie man denkt, das könnten wir auskundschaften, of Future for America, wie Future for America and by denkt extension, your thinking, und auch noch weiter, wie ihr denkt. because you all think like them, Denn ihr denkt alle wie sie. even if you're on this side of the argument today. Auch wenn wir uns heute auf dieser Seite des Arguments befinden.
Because when we begin to explain this, Denn wenn wir anfangen, dies hier zu erklären, I'm sure a number of you are going to say, I couldn't even see a problem with those vows. ich denke, dass jemand sagen würde, ich würde da kein Problem in diesen Gelübden sehen. You may even be concerned Oder du würdest sogar vielleicht eine Sorge haben, that I'm destroying the foundation of your faith. dass ich das Fundament eures Glaubens zerstöre. If you feel like that, Und wenn ihr euch da so fühlt, if you feel disconcerted, wenn ihr diese Sorge habt, both by what I've already said and what we will say in the coming presentations, über das, was ich bereits gesagt habe, aber auch das, was ich noch in meinen Präsentationen sagen werde, either je nachdem, Future for America are correct and I just teach error, oder beides, entweder ist Future for America is correct, Future for America ist ja korrekt und ich tue einfach nur ihr Lehre lehren, or oder the way you approach inspiration die Art und Weise, wie wir an die Inspiration herangehen, is wrong. ist falsch. And even though you may not side with them for whatever reason, Und auch aus welchem Grund auch immer man nicht sich auf ihre Seite schlägt, you think like them. so dennoch denkt man oft wie sie. And it's the last part that's important. Und es ist der letzte Teil, der wichtig ist. It's not so much a concern that you hold on to a wrong idea. Es geht nicht so darum, die Sorge, dass man an einer falschen Idee oder Konzept festhält, It's why do you hold on to those wrong ideas? sondern das Problem ist, warum hält man an dieser falschen Idee fest? And this becomes important Und das ist, was wichtig wird. as we begin to part ways with them Während wir hier anfangen, dass unsere Wege sich trennen and we begin to forge a new direction led by God. und wir gehen hier eine neue Richtung ein, die Gott uns zeigt. This becomes significant Und das wird wichtig, because everything that you have held on to denn alles, woran man festgehalten hat, is now open for question. ist nun offen dargelegt der Hinterfragung. And one of the points that I've already addressed Und einer der Punkte, die ich bereits adressiert habe, today, ist heute, if I were to ask you, wenn ich dich heute fragen who würde, is your enemy? wer ist dein Feind? Would it be Pope Francis Wer ist Papst Franziskus or Donald Trump? oder Donald Trump? You might say both Du magst sagen, beide, because they're both bad. denn sie sind beide schlecht. And I would argue that you're wrong. Und ich würde sagen, nein, du bist falsch. They're not both bad. Sie sind nicht beide schlecht. They both stand on opposite sides of the argument Sie beide sind nämlich auf einer gegensätzlichen Seite des Arguments, that now confronts the world. welches nun jetzt die Welt die Welt damit konfrontiert wird. And you and I need to understand what side of that argument we stand on. Und du und ich, wir müssen wissen, auf welcher Seite dieses Arguments wir stehen. And at the danger of being misunderstood, Und in der Gefahr, dass ich missverstanden werde, which I'm sure I will be, wo ich mir sicher bin, dass man mich missverstehen wird definitely misquoted, und vor allem falsch zitiert werde, this movement diese Bewegung stands with the papacy steht mit dem Papsttum on the issues that confront the world today. in Bezug auf die Thematiken, die die Welt jetzt mit konfrontiert wird. And that should wake you up, Und das sollte dich aufwachen. either Entweder to know that I'm a heretic, zu wissen, dass ich ein Irrlehrer bin, or to the Oder- fact that you don't understand how end-time prophecy works. One of those two. dass du nicht verstehst, wie die Endzeitprophetie ausschaut. Eine von den beiden. We need to remember Wir müssen uns daran erinnern, that we're living in Daniel 11 verse 40, not verse 41. dass wir in Daniel 11, Vers 40 leben, nicht Vers 41. And you cannot take the information from verse 41 and bring it into verse 40. Und man kann die Information, die man in Vers 41 bekommt, nicht in Vers 40 einfach reinlegen, Which is what we tend to do. welches wir dazu neigen, dies zu tun. We tend to think Wir neigen dazu zu denken, that our arch enemy, the Pope, dass unser Erzfeind, der Papst, is always against us. immer gegen uns ist. I hope Ich hoffe, that none of us actually think today dass keiner von uns heute denkt, that the papacy dass das Papsttum and the United States und die Vereinigten Staaten somehow
in some shape or form, are in some secret alliance together that we don't know about. irgendwie in irgendeiner Art und Weise in einer geheimen Allianz oder Bündnis sich befinden, wo wir darüber nicht Bescheid wissen. That methodology Diese Methode is poisonous and corrosive. ist giftig und schlimm. And we should never hold on to these false ideas. Und wir sollten nie an diesen falschen Ideen festhalten. We should shun these ideas. Wir sollten diese Ideen von uns weisen. There is no conspiracy between the United States and the papacy today. Da gibt es heute keine Verschwörung zwischen dem Papsttum und den Vereinigten Staaten. Just as there is no conspiracy in the European Union. Genau wie es auch keine Verschwörung innerhalb der Europäischen Union gibt. These ideas Diese Ideen of conspiracy theories der Verschwörungstheorien have no place in a student of Bible prophecy. haben keinen Platz in dem Studium eines Studenten der biblischen Prophetie. So as we go through our studies this week, Also während wir diese Woche studieren, I want us to think about what we're here, möchte ich, dass wir darüber nachdenken, über das, was wir hören. ask questions of yourself, Fragt euch Fragen, of one another, fragt einander Fragen, of me, fragt mich, of Future for America, Future for America primarily of God. und primär auch Gott. Ask questions. Fragt Fragen. Try to come away from this camp meeting Versucht, dass ihr von diesem Seminar wieder nach Hause geht, better educated than you arrived. dass ihr da mehr geschult weggeht, als ihr gekommen seid. We're going to begin our studies Wir werden unser Studium anfangen, by looking at these two vows dass wir diese zwei Gelübde nochmal betrachten and trying to understand why we came to use the language that we did. und wir versuchen zu verstehen, warum wir die Sprache in diesen Gelübden benutzt haben, in der Art und Weise, wie wir sie benutzt haben. And the problems Warum damit? Und die Probleme, die damit that zusammenhängen. you face when you hold some of these erroneous concepts. Und die Probleme, die man dann bekommt, wenn man einige dieser falschen Konzepte, wenn man daran festhält. So hopefully we're going to clear up some things Ich hoffe, dass wir hier Dinge verdeutlichen können, klar machen können. in case you're concerned. Und falls ihr jetzt besorgt seid, I'm not saying that these two vows are error. They're not. ich sage nicht, dass diese Gelübde falsch sind. Sie sind keine Irrlehre. I'm saying the language is politically correct. Ich sage, die Sprache ist politisch gesehen korrekt. And today, Und heute we have no need to be politically correct haben wir keine Notwendigkeit mehr, um politisch korrekt zu sein. because we don't have to compromise Denn wir müssen hier keinen Kompromiss mehr eingehen with other brethren mit anderen Gebrüdern, in leadership positions die in der Leitungsposition who sitzen, don't see things eye to eye with us. welche die Dinge nicht so sehen, wie wir sie sehen. So we're free to say things as we understand them to be. Also können wir Dinge jetzt so, wir sind frei, Dinge so zu sagen, wie wir sie auch verstehen. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, Unser himmlischer Vater, unto Thee we give thanks. dir geben wir Dank. Lord, as we review these vows, Herr, während wir diese Gelübde nochmal betrachten, it's our hope and our prayer ist es unsere Hoffnung, unser Gebet, that we would come to an understanding of the truth. dass wir die Wahrheit verstehen werden. We know it's only the truth that will set us free. Herr, wir wissen, dass es nur die Wahrheit ist, die uns frei machen wird. We thank you, Father, Herr, wir danken dir dafür, for the privilege of being able to be here together. für das Privileg, dass wir hier zusammen sein dürfen. May each of us desire to hear your voice. Möge ein jeder den Wunsch haben, deine Stimme zu hören. May we spend this week in meditation and Mö- prayer. Mögen wir diese Woche in Anbetung und in Gebet verbringen. More than that, Und noch mehr als das, may we enjoy fellowship in one with another. mögen wir die Gemeinsamkeit untereinander genießen. We are happy to be here in your presence, Herr, wir sind glücklich in deiner Gegenwart, having passed through the great test. dass wir durch den großen Test hindurchgekommen sind. The storm is here, Der Sturm ist da, even though we may not sense or feel it. auch wenn wir es nicht unbedingt sehen und fühlen. Help us to come to a correct understanding
Herr, helfe uns zu einem korrekten Verständnis zu kommen of the truths for this time für die Wahrheit in dieser Zeit, whilst we have an opportunity. während wir noch Möglichkeit dazu haben. In Jesus' name. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen.